Tiny Houses. Und das Haus hier, das ist so gemütlich, dass die Mädels gleich die Jacken ausziehen werden. Und nicht nur als Show-Effekt, sondern es ist so gemütlich warm drin, weil der Holzofen läuft. Das ist der Kamin, der installiert ist. Es ist im Moment ein Bürogebäude, aber das kann so 1:1 natürlich auch benutzt werden, um da gleich einzuziehen. Denn das ist ein sensationelles Haus. Der Name, all das werden wir gleich mal erfahren. Wir sind in Flensburg in Schleswig-Holstein und direkt an der Grenze zu Dänemark. Und hier steht ein Paradies an kleinen Mikro-Tiny-Häusern, die da sind. Du hast das Ganze ins Leben gerufen vor 8 Jahren. Stell dich mal kurz vor. Mein Name ist Valeria Feist und ich habe dieses Unternehmen aus Leidenschaft gegründet. Genau vor 8 Jahren. Ja, und heute stehen wir hier in Flensburg auf unserem 2. Showgelände und schön, dass du da bist. Du hast das möglich gemacht, denn du bist angereist. Ihr habt morgen einen ganz großen Tag. Die Leute kommen aus ganz Europa her. Wie viele haben sich angemeldet? 150 Besucher haben wir für morgen, die wir erwarten. Ob die jetzt natürlich alle kommen, weiß ich nicht. Weil ich bin so froh, dass ich heute hier bin, nicht morgen. Ja, da hätten wir keine Zeit. Ne? Ja, das stimmt, da hätten wir keine Zeit für dich. Ja, das ist so das Typische, was ihr habt, was ihr oft gebaut habt. Ja. Ihr baut immer mehr so Mikrohäuser, muss man sagen, die da sind. Also ihr kriegt alles da. Die Sonne steht sehr tief. Jetzt ist richtig Winter. Das ist voll winterfest, oder? Das ist absolut winterfest. Wir haben hier die maximale Dämmung von 16 Zentimeter. Und dann kommt noch der ganze Wandaufbau innen und außen. Das heißt, wir sind hier bei 22 cm Wandstärke. Sensationell. Das heißt, innen drin ist auch richtig schön warm. Gut, das macht auch der Holzofen. Holz habt ihr genug gelagert. Das Ganze habt ihr so eingerichtet hier, ich nenne es mal ein ganz großer Musterpark, dass die Leute am liebsten hier gerne einziehen würden. Du bist die Sarah. Ja, richtig. Ja. So, du bist hier fest anzutreffen. Deine Chefin, die links neben dir steht, die Valeria, die kommt ab und zu mal vorbei und guckt, dass du alles richtig machst? Genau so ist das, ja. Ich bin quasi hier die Niederlassungsleitung und bin dann hier immer jeden Tag und Termine und treffe die Kunden, genau. So, da ist auch eine Toilette drin, da ist ein Bad drin, das ist fest angeschlossen hier? Genau, komplett an das Wassersystem. Sag mal, ihr habt hier natürlich auch eine Baugenehmigung beantragt als Musterhauspark, oder? Genau, richtig. Das war nicht einfach, aber das ist ja das Schöne, wir haben mittlerweile Architekten und Bauingenieure, die uns dabei helfen. So, das heißt also für die Gemeinde bedeutet das, das Haus, was jetzt hier steht, kann in einem halben Jahr schon nicht mehr hier sein, oder? Genau, richtig. So. Ist das jedes Mal für euch auch entsprechend anzuzeigen bei der Gemeinde, oder ja, wenn sich das wechselt? Müssen wir. Also wir sind hier in Deutschland und wir müssen alles genau angeben. Ja. Was das Coole ist, wenn es in Deutschland klappt, klappt es meistens in ganz Europa, oder? Ja, da klappt es vielleicht ein bisschen schneller, aber dafür steht das dann auch hier. Und wenn es genehmigt ist, dann haben wir keinen Stress und unsere Kunden auch nicht. Ja, das Geniale hierbei ist, das ist Holz, ständerbauweise, komplett aus Holz gebaut. Ja. Innen drin, was ist Dämmmaterial? Wir haben Knauf, den wir als Dämmstoff nennen. Von außen haben wir hier sibirische Lärche, also das Beste, was du sozusagen im Holz... Echtes Holz? Echtes Holz, genau. Und von innen haben wir Fichte Tanne, das siehst du gleich, wenn wir reingehen. Und alles komplett aus Holz. So, es entwickelt eine entsprechende Patina, wenn ich das nicht dauernd streiche? Mhm. Ja, ich sag mal so, Holz ist ein Naturprodukt, das ist klar. Wobei wir hier eine graue Lasur verwendet haben. Und das ist ja das Schöne, wenn das Haus von Anfang an in grau lasiert ist, dann wird es auch die nächsten 10 Jahre auch so ausschauen. Man muss aber natürlich immer schauen, dass man das Holz schon so einmal in 10 Jahren pflegt, ein bisschen behandelt. Gut, die Holzschutzmittel, da gibt es auch große Unterschiede, muss ich sagen. Wenn ich da viel Geld investiere, kriege ich auch richtig viel mehr. UV-Schutz gibt es mittlerweile zum Auftragen. Das empfiehlt ihr auch, dass man also das professionell dann auch pflegt. Also mal so eben mit dem billigsten Baumarktzeug drüber zu gehen, das lohnt sich nicht, denn das Haus war ja teuer. Kommen die denn bei euch ab Werk schon ordentlich geschützt das erste Mal? Ja, absolut. Und das, was wir auch machen, ist, dass wir dem Kunden dann nachher auch die Farben sozusagen an die Hand mitgeben, dass genau auch mit dem Hersteller sozusagen auch später das Haus behandelt wird, was auch gebaut worden ist. Von daher ist es ganz, ganz wichtig, die richtige Farbe zu verwenden oder die richtige Lasur bei dem Holz. Was ich toll finde, die Häuser sind alle fast nagelneu, denn den Park gibt es erst seit einem Jahr. Genau. Ihr habt unten jetzt in Hessen noch einen zweiten Park, da stehen wiederum ganz andere Häuser. Genau, da stehen andere Modelle. Wir haben insgesamt 20 verschiedene Modelle, die man sich anschauen kann, und die haben wir dann auf die beiden Niederlassungen einfach verteilt. So, hier sieht man sehr schön, das kann man hier noch verkleiden, da wirst
wirst du jetzt gleich schreien und wirst sagen, da soll gar keiner dahinter gehen, um das mal zu zeigen. Aber man kann sehen, die sind freistehend, die Häuser. Und jetzt kann man sehr schön die Anschlusstechnik sehen. Du hast mir gesagt, geh ja nicht hinter das Haus, aber ich habe gesagt, ich mache das einfach mal, um das zu zeigen. Normalerweise kann man das hier mit Holz verkleiden. Ja, genau. Sollte man auch, gerade jetzt, wo es so ein bisschen kälter wird, empfehlen wir schon, das Ganze zu verkleiden. Aber hier siehst du wirklich, wir nutzen das auch so momentan auch als Stauraum, was ja nicht verkehrt ist. Aber Stahl ist drunter, oder? Stahl, genau, das ist ein Stahlchassis, wie bei jedem Haus. Und somit gewährleisten wir auch die Statik, sodass das ganze Holzständerwerk von dem Haus auch so bestehen bleibt. So, das hier ist ein Punktfundament, was ihr gemacht habt. Das steht hier auf Holzbalken. Genau. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung, genau, richtig. So, wenn man das Ganze sieht, hier sieht man, Den Anschluss, genau, hier siehst du das Abwasser. das ist wie beim Haus, oder? Wie beim Haus, ganz normal wie beim Haus. Das könnte einfrieren? Nee, eigentlich nicht, oder? Das steht ja nicht. Abwasser nicht, aber die Zuleitungen von dem Wasser, das muss auf jeden Fall verkleidet werden. Das kannst du auf der anderen Seite von dem Haus ganz gut sehen. Das kann man auch natürlich auch beheizen. Also wenn man jetzt länger da steht, macht man eine kleine Heizleitung rein. Genau. Muss man eigentlich nicht, oder? Ja gut, wir haben ein Heizbegleitband immer eingebaut, der ab 2, oder Sarah, ab 2 Grad automatisch eingeschaltet wird. Somit sorgen wir dafür, dass die Leitungen nicht einfrieren. So, da sind jetzt Räder drunter. Das ist grundsätzlich nochmal abbaubar später. Genau, und das werden wir auch abbauen, weil dieses Häuschen haben wir auch schon verkauft. Jetzt kommt das Neue. Genau, richtig, weil alle 2 Jahre haben wir wieder ein neues Modell hier stehen. Und dieses Haus bekommt eine Kundin von uns, die sich jetzt schon freut und die Fundamente vorbereitet. So, liebe Kundin, du hast das Video von deinem Haus jetzt mal. Aber ich kann euch sagen, ich war eben drin und ich war total begeistert, weil die Größe von außen lässt überhaupt nicht vermuten, wie groß es von innen ist. Man kann es überhaupt nicht erfassen. Das ist das Geniale bei den Häusern. Gibt es eigentlich auch, ich sag mal, Leute, die sich auch zusammenschließen, so 2, 3, die so eine Art Siedlung planen? Ja, sowas gibt's auch. Also haben wir auch schon umgesetzt, wo dann zum Beispiel 2 Freundinnen 2 Häuser von uns gekauft haben und die dann zusammen aufs Grundstück gestellt haben. So, die Schokoseite ist übrigens das hier. Das sage ich mal gerade. Habt ihr ein großes Fensterelement eingebaut? Naja, so groß ist es nicht. Hat es eben größer in Erinnerung. Aber ist das auch Kundenwunsch, wenn einer sagt, da hätte ich jetzt gern ein größeres Element? Das geht nicht, oder? Ja, doch, das geht schon. Alles, was statisch, sage ich jetzt mal noch, alles im Rahmen bleibt, ist machbar. So, kriege ich dafür eine normale Baugenehmigung? Weil es heißt ja immer so, dass dieser, ich sag mal, Campingbereich, das hier ist nicht Camping, das sind richtige Häuser. Das sind richtige Häuser, deswegen bekommst du hier auch eine Baugenehmigung. Also wir bauen nach GEG, ne, nach dem Gesetz. Und was vorgeschrieben ist und bis 50 Quadratmeter ist es machbar, bei uns ein winterfestes Modul zu bekommen. Sarah, ich habe eine blöde Frage. Wenn ich das jetzt bestelle, ihr kommt mit dem Tieflader an, wie lange braucht ihr zum Aufbau? Also in der Regel ist das Ganze in so einem Tag auf jeden Fall gemacht. Nochmal bitte. Also in der Regel ist das Ganze in einem Tag. Ein Tag? Ja. Also Da kann ich einziehen. ja, genau. Die kommen morgens an, bauen das Haus auf, stellen das auf, richten es aus, sodass es auch in Waage steht und dann kann nachmittags der Schlüssel übergeben werden. Das ist ein Schock für den Nachbarn, oder? Der hatte morgens noch kein Haus. Richtig, und dann auf einmal hat er was vor der Nase, ja. Ist so, aber es gibt ja eine Baugenehmigung dafür. Das ist sensationell. Ihr habt das realisiert, wirklich in halb Europa, muss man sagen. In Deutschland habt ihr ganz viele Häuser schon draußen, habt überall auch eine Baugenehmigung bekommen, sonst würden sie ja gar nicht stehen, oder? Ja, absolut. Also da gehen wir auch den Weg, Den ordentlichen ja, Weg. genau, So. den ordentlichen So. Weg, genau. Also Passt. deswegen müssen wir da auch diese Das bringt ja nichts, weil der Nachbar würde ja spätestens am nächsten Tag das sehen Ja. und würde sofort beim Bürgermeister anrufen und sagen, mein Gott, wer hat das genehmigt? Genau. Ich wollte schon immer mal sowas haben, mir hat was nicht genehmigt, denn da ist einiges einzuhalten. Brandschutz ist, glaube ich, ein großes Thema, oder? Abstände auch zum Beispiel, ne, zum Nachbarsgrundstück oder zum Nachbarshaus. Das sind einige Sachen, die einfach auch wirklich eingehalten werden müssen und das müssen wir prüfen im Vorfeld, bevor wir so ein Haus auch überhaupt verkaufen. Gebaut sind die für die Ewigkeit. Da liegt der ganz großen Wert drauf. Ihr baut wo? Wir bauen in Deutschland. Wo da genau? Ungefähr? Plus, minus? Das willst du nicht verraten. Ja, das ist ein kleines Geheimnis. Kleines Geheimnis. Okay, lass mal. Aber ihr baut in Deutschland. Ja. Die fügen das aber nicht nur zusammen, die bauen die richtig. Ja, natürlich. Also das wird vor Ort richtig alles komplett zusammengebaut. Es sind 73 Schreiner, die an so einem Gewerk dran sind. Und das ist das Schöne, wir können relativ schnell so ein Haus bauen. In 6 Wochen ist es komplett fertig. So, okay. So, ich lasse mal das Geheimnis einfach mal da. Liebe Community, schreibt es ja nicht unten rein. So, die Veranda, ist die dabei eigentlich? Die ist dabei, genau. Ist dabei. Das ist ein festes Element, was zum Haus dazu gehört, zu diesem Haus. So, das gibt es nicht mehr, das Modell, oder wie? Doch, das gibt's schon, aber wir bauen jetzt einfach eins mit etwas größeren Fenstern.
Name von dem Modell? Chalet Grönland. Grönland, steht auch vorne dran. So, du hast alle Preise im Kopf? Genau, also das Modell hier gibt es dann so ab 139.000. So, was ist denn alles dabei? Das Bad ist voll ausgestattet, die Küche ist voll mit drin, Einbauschränke sind möglich, Betten, sowas. Ja. Wohnfläche? Hier sind wir knapp an den 50 Quadratmetern. Also 50 Quadratmeter, die aber so genial aufgeteilt sind. Du bist, wie groß bist du? 1,65. 1,65, da sieht man die Türgröße. Ich bin 1,83, kann stehen im Fußes rein. Du sagst aber, wenn einer sehr groß ist, einfach Bescheid sagen, die Tür gibt es auch höher, oder? Absolut, genau. Gut, okay, Wir können super. das auch als Flachdach bauen. Also das ist jetzt ein Satteldach. Von daher, für größere Menschen ist vielleicht ein Flachdach empfehlenswert. Das ist auch jetzt hier richtig eingedeckt, sage ich mal, oder? genau. Das ist okay. So, da ist auch die Rinde, ist auch dabei? Die ist auch dabei. Ist auch dabei, okay. Ist auch dabei. Die Sehr schön. ist auch- Also alles, was die ich ist hier auch sehe. ganz wichtig, Ja. ne? Wenn das Wasser dann abfließt, dann leidet die Fassade nicht drunter. Okay. Das vergessen leider sehr viele, aber bei uns ist das sozusagen das A und O. So, komm, wir gehen mal rein. Ja, gerne. Habt ihr schon mal ein Problem gehabt mit dem Holzbock, dem gemeinen? Gibt's das schon mal? Nein. Nee. Nee. Ich glaube, das ist hier in Europa nicht so das Riesenproblem, ja, dass du dann irgendwann mal kommst, morgens, die sind da, Termiten sind da oder so. Das habt ihr nicht, oder? Nee, das hatten wir nicht, nein. So, das ist ein richtiges Holzhaus, Holzständerbauweise. Das hier sind auch keine Attrappen, diese Sparren, die hier drin sind. Die haben alle eine statische Funktion, oder? Teilweise, also wir arbeiten auch oft mit einer Sichtbalkenoptik und teilweise haben wir eine offene Balkenlage. So, die Valeria hat ihre Jacke ausgezogen, denn hier sind gefühlt, ohne Witz, ja, zwischen 25 und 28 Grad. Du hast was ganz Tolles da. Das ist Strahlungswärme, das kennst du. Genau, das ist die Strahlungswärme. Hier in dem Falle haben wir einen schönen Ofen von der Firma Heta. Und da haben wir einen sehr guten Hersteller, der uns hier beliefert. Und du merkst es, das wird langsam echt warm. Der Boden ist aus Vinyl. Was habt ihr eingebaut? Genau, das ist ein Klick-Vinylboden. Also auch was Ist natürlich Hochwertiges. sehr hochwertig, genau. Und leidet auch nicht beim Transport. Man muss natürlich immer schauen, welche Materialien verwendet man auch, die auch flexibel sind, weil dieses Haus wird ja nur mal transportiert. Ansonsten haben wir hier komplett Holz. So, das ganze Haus bewegt sich. Das ist aber von den Maßen her, ich sag mal CNC gefertigt, auf einem CAD-System wahrscheinlich entwickelt worden. Das heißt, alle Maße stimmen, auch Spaltmaße und so weiter. Das ist euch wichtig, oder? Richtig, ja. Dafür, wir sind ja auch in Deutschland, also da muss auch alles dann ja passen. Hier zieht es nicht durch die Fenster. Hier sind keine Lücken, die man irgendwie sieht. Auch die Verarbeitung, da kannst du überall hingucken, oder? Genau, richtig, ja. Also da achten wir auch drauf. Die Leute wohnen ja auch in dem Haus, das ist dann wichtig. Ja, aber ich habe ja so viel schon gesehen, wo ich dann sage, die waren zwar ein gutes Stück billiger, aber wenn du da hinguckst, da haben selbst die Zuschauer schon gesehen, oh je, was ich da sehe, das ist übel. Aber auch hier der Anschluss, das ist ordentlich gemacht. Der Kamin außen, all das könnt ihr vermitteln, oder? Ja. Das heißt, Ja, wenn einer sagt, ich will den Kamin direkt haben, will den Schornstein haben, das geht. da kümmern wir uns komplett drum. So, wer sitzt denn hier normalerweise? Bist du das, Sarah? Das so. ist mein Arbeitsplatz, ja. Genau, wenn du dich mal gerade da reinsetzt, dass wir das mal zeigen. Ihr habt ja so vom Setup her viele Dinge gemacht. Ja. Das hier wäre jetzt das Wohnzimmer. Hier Das könnte ist man das Wohnzimmer, genau. Normalerweise könnte man dort auch eine L-Couch hinstellen oder vielleicht auch einen Kleiderschrank oder einen Bücherschrank. Da ist der Kunde dann komplett flexibel. Wir nutzen das tatsächlich jetzt als Planungsbüro, wenn die Sarah dann die Häuser mit den Kunden plant. Komm, bevor wir jetzt den Rest zeigen, du bist mal gerade so lieb und setz dich mal gerade da hin, bitte. Sarah, du bleibst mal sitzen. Du bleibst sitzen, genau. Ich brauche mal gerade ein Setup für mein Bild. Und dann gehe ich natürlich immer in die letzte Ecke, dass ich das so groß wie möglich drauf kriege. Das sieht jetzt so groß aus, es ist aber auch groß. Das heißt, du hast eine Riesenhöhe, die das Haus unglaublich groß erscheinen lässt. Auch von der Optik her eher so skandinavisch so ein bisschen, oder? Genau, richtig. Die Niederlassung ist ja auch in Flensburg. Das heißt, wir sprechen ja auch sehr viele Skandinavier an. Und daher auch dieses ganze Design, was du hier siehst. Gerade so nett bist, mir das Schild mal gerade in die Kamera hältst, was da drauf steht. Da ist nämlich ganz wichtig bei euch, ihr baut keinen Billigschrott, sondern eure Häuser sind handwerklich gefertigt von Schreinern. Ihr wollt von Anfang an, dass die Kunden, die solche Häuser haben, euch weitere Kunden vermitteln. Das dauert zwar ein bisschen länger, aber ich sag mal, langfristig ist das, glaube ich, das gute Konzept, oder? Ganz genau, genau. Also das ist das Beste, was uns passieren kann, wenn Kunden uns natürlich weitervermitteln und vor allem, dass sie sich wohlfühlen und nicht nur ein Jahr, nicht nur 2 Jahre, sondern auch 10 Jahre oder 20 Jahre. Also wenn ich jetzt hier drin bin, ich glaube, das hier ist der Traum von vielen Menschen. 139 sagst du, also 140.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das hier wäre aber auch ein toller
Firmensitz, also ich sag mal für eine Zweigniederlassung, zum Beispiel ein Autohändler oder irgendwas oder Immobilienbüro, was ihr jetzt gerade hier habt, ja, was da ist. Man könnte aber auch hier zum Beispiel ein Nagelstudio reinmachen, eine Akupunktur, die ich auslagern möchte, die ich auf ein Grundstück stelle, was irgendwie hinter mir ist. Ihr habt alles schon erlebt, oder? Ja, einen Yogaraum hatten wir schon gehabt. Einen Coffeeshop haben wir in Frankfurt umgesetzt. Also die Ideen, die sind da vielseitig. So, auch die Möbel, die drin sind, alles sehr, sehr stilgerecht und echt. Wer geht denn hin und designt diese Häuser hier? Habt ihr da ein eigenes Team oder bist du da auch? Das mache ich. Machst du? Ja, das ist meine Leidenschaft. Ich muss natürlich sehr viel Rücksprache mit unseren Schreinern halten. Die müssen natürlich auch sagen, was geht oder was nicht geht. Auch statisch bedingt. Aber alles, was funktioniert, versuchen wir umzusetzen. Boah, Sarah, hast du eine Chefin? Die ist ja echt eine Powerfrau, muss man schon sagen. Du machst viel Sport, nehme ich an, als Ausgleich? Genau, ich gehe Kitesurfen. Kitesurfen? Ja. Das ist natürlich hier ein Paradies, also Genau. Flensburg, aber auch Fehmarn ist das Kitesurf-Paradies. Absolut. Ja, da war ich jetzt mal. Echt, du bist Kitesurferin? Du machst mal lange schon, oder? Ist Kitesurfen lange schon, oder? Ob ich das lange mache? das Jo, lange schon. Ja. Ja, ewig. Ja. Ja, ich war mal. In der Ostsee, ne? Das bietet sich an. Ich war mal unten in einem anderen Land, in Mauritius. Und da muss ich sagen, das ist auch ein Kitesurf-Paradies. Und da ist eine Kitesurferin an dem Tag leider über das Riff rüber und hat es nicht mehr gepackt. Ja, so war es aber. Aber wenn man das kann und die Regeln beherrscht, dann ist das, glaube ich, kein Problem. Aber jetzt habe ich noch mehr Respekt vor dir, weil ich ja ganz oft unten in Spanien die Kitesurfer gesehen habe in der Schule, die praktisch neu angefangen haben. Wie war das bei dir das erste Mal am Kite? Oh, das war schon nicht ohne. Also es ist schon, das dauert schon, bis man das auch wirklich kann. Ja. Deswegen muss man dazu auch eine Leidenschaft haben, um das durchzuhalten. Aber wenn du das dann einmal drauf hast, dann bringt es richtig Spaß. Also das Böseste, was ich fahre, ist Skateboard. Ja, ich fahre Elektro-Skateboard. So, das zeige ich mal. Also Wohnzimmer habe ich verstanden. Das hier ist eine Wärmeheizung Infrarot. Richtig, genau. Das ist auch ein Infrarotpanel, was dann über den Strom des Hauses läuft. So, schaltet sich natürlich automatisch ab, wenn der Ofen läuft. Das Thermostat geht dann runter. Kommt mal bitte mit. Das ist die Eingangstür, die haben wir eben gesehen. Office steht dran. Hier haben wir auch unseren großen Kleiderschrank mit drin. Du hast eine Bauzeichnung hier gemacht, denn ihr wollt nämlich auch versuchen, den Leuten diese Grundstücke zu vermitteln, die bezahlbar sind. Und da geht ihr oft hin an Gemeinden und vermittelt quasi so ein kleines, ich nenne es mal Dorf. Ja, so kann man so schon, Vital Camp Village, sage ich dazu, genau, richtig. Und wir schauen, wo es Grundstücke gibt, wo wir unsere Häuser draufstellen können, weil der Endkunde, der klassische Endkunde, der tut sich da ein bisschen schwer mit und der weiß auch nicht genau, wo man hingehen muss. Und das ist unser Job, nicht nur die Häuser zu konzipieren, zu verkaufen, zu bauen, sondern auch wirklich für Grundstücke zu sorgen. Was nicht einfach ist, aber das ist die Zukunft. Meinst du, das ist für viele Menschen, die vielleicht ein bisschen älter sind, die sagen, ich brauche nicht mehr das Riesenhaus, ich möchte aber eine Community haben, andere Gleichgesinnte, die auch Tiny Häuser haben? Absolut. Also das sind eigentlich auch unsere Kunden, ne? Wo die Kinder schon aus dem Haus sind, wo die sagen, ich möchte kein 200 Quadratmeter Haus mehr pflegen, ich brauche aber trotzdem Qualität und ich brauche meine 50 Quadratmeter und ich brauche vielleicht noch einen extra Schlafraum und ich brauche den Ofen, weil ich den ja von früher auch noch kenne. Das sind genau unsere Kunden und die freuen sich natürlich, Gleichgesinnte bei sich zu haben. Hat viel zu tun, du bist direkt immer in der Natur, wenn du das machst. Und hier da bist, du siehst deinen Nachbarn eventuell auch. Da reden wir aber jetzt nicht von einem Campingplatz, sondern ihr kriegt richtige Grundstücke mit Baugenehmigungen. Die Parzellen sind halt nur kleiner, oder? Genau, die Parzellen sind kleiner, maximal 300 Quadratmeter. Das ist vollkommen ausreichend, weil die stellen sich manchmal noch eine kleine Sauna dahin oder vielleicht noch ein Carport für ihr Auto oder einen kleinen Kräutergarten. Aber 300 Quadratmeter ist das Maximum. Aber wir haben trotzdem Kunden, die auch auf dem Campingplatz in unserem Haus wohnen. Weil es gibt mittlerweile Campingplätze, wo du wirklich komplett das ganze Jahr auch drinnen wohnen kannst. Man kann nicht per se sagen, zum Beispiel jetzt in Stuttgart oder irgendwo in Bayern gibt es keine Baugenehmigung. Das hängt von jedem Einzelfall ab. Das hängt vom Grundstück ab. Also Baugenehmigung, das hat nichts damit mit dem Haus zu tun, sondern Baugenehmigung hat einfach was damit zu tun, was darf ich auf das Grundstück stellen. Und die Grundstücke sind alle total unterschiedlich. Deswegen gibt es dazu keine pauschale Aussage.
So, ich wohne in Frankreich. Habt ihr da auch einen Service? Nein, noch nicht. Noch nicht. Eventuell. Aber du sprichst Französisch, vielleicht wär's ja was. Ja, ich muss mal fragen, ob der Bürgermeister. Wir sind bei der Vitalcamp GmbH. Reinkommen, wohlfühlen. Oben drüber ist das Thermostat, was überall bei euch eingebaut ist. Das Ganze ist natürlich VDE geprüft, abgenommen. Elektriker haben das Ganze eingebaut. Das ist Technik wie zu Hause. Die Badezimmer, die flashen die Leute immer. Das heißt, die kommen rein. Ihr erwartet morgen wieder einige 100 Leute. Und dann gehen die natürlich auch ins Bad rein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Da darf nicht gespart werden. Oder? Nein, das ist ja auch ein Ort, wo du morgens aufstehst und gleich als erstes hingehst. Da musst du dich einfach wohlfühlen. Und da siehst du ja, da haben wir ein Steinwaschbecken, wir haben eine echte Eichenplatte. Das ist auch dabei, oder? Das ist alles dabei, genau. Wir haben hier sogar einen Waschmaschinen- und Trocknerplatz. Das ist ja auch wichtig, weil viele Tiny House-Bauer oder viele Kunden vergessen das zu bestellen. Aber wir denken da halt auch so ein bisschen auch mit an so gewisse Kleinigkeiten, die nachher aber ganz wichtig sind. Gut, ihr seid ja Frauen, ihr lebt ja auch hier drin, ihr müsst euch ja mal die Haare kämmen und das alles machen. Auch hier, der Tisch ist so tief, dass du da auch wirklich mal was abstellen kannst. Genau, richtig, genau. Das ist wichtig. Dann die Dusche, die ist auch richtig groß. Auch da habt ihr das angepasst. Was wiegt das Haus ungefähr und in wie vielen Teilen wird das transportiert? Also es wird in 2 Teilen tatsächlich transportiert und das wiegt ungefähr so 15 Tonnen. 15 Tonnen komplett. In 2 Teilen wird dann zusammengefügt. Vor Ort wird es dann aufgestellt, genau, und am gleichen Tag kann der Kunde auch einziehen. Man muss das nicht irgendwie warm wohnen oder so irgendwas. Ist ja normale Häuser. Früher wurde ja, ich sag mal, nass gebaut. Dann war das erstmal feucht ein halbes Jahr. Das gibt's hier nicht, oder? Nein, kommt direkt frisch aus der Halle. Und das Holz ist neu und frisch, riecht auch dementsprechend nach dieser Zirbe. Und, Es ist sensationell. Also ich finde das wirklich toll. Wir zeigen gleich mal, das ist der Küchenbereich. Das und ist unser Highlight eigentlich. Das Highlight, ja. Genau, das lieben unsere Kunden, weil die Küche extra abgetrennt ist, wie du siehst. Und so kann man hier sich gemütlich wohlfühlen. Die Küche ist dabei. Die Küche ist dabei. Überleg mal, wer sich auskennt, heute eine einigermaßen stilvolle Küche mit guten Einbaugeräten, da reden wir schon mal über 20.000 Euro. Ja. Das ist aber, habt ihr auch nicht gespart? Nein, da haben wir nicht gespart. Wir arbeiten mit der Firma Nobilia zusammen. Also wer Nobilia kennt, weiß auch, dass wir... Sind im Saarland. Ja, richtig. Saarlouis. Ja. Haben ganz neu gebaut. Ja, genau. Und wir sind sehr zufrieden mit dem Hersteller. Die Kunden, die können sich die Farben aussuchen, die Elektrogeräte aussuchen. Und wie du siehst, haben wir hier nicht gespart, weil wir uns natürlich hier auch wohlfühlen möchten im Büro. Und hier kochen die Mädels, machen sich einen leckeren Kaffee und fühlen sich einfach wohl. So, du bist über 1,80 Meter. Hast du ab und zu mal kalt? Nee, also wir haben ja hier einen Ofen drin in dem Haus. Also das ist auch von der Fußwärme her, das ist kein Thema. Nee, also dadurch... Ehrlich, du kannst ja ehrlich sagen. Nee, also wir haben ja hier auch die Strahlungswärme, das ist ja das Schöne, das setzt sich ja an den ganzen Materialien drumherum fest und wenn dann der Ofen auch noch dazu an ist, dann hat man es wirklich schön warm, also ganz Körper. Erklär nochmal Infrarot, das ist ein anderes Heizsystem wie zum Beispiel eine normale Heizung, da werden Strahlen abgesondert? Genau, also eine normale Heizung erwärmt ja die Luft in dem Sinne und die Infrarotpaneele erhitzen halt die Gegenstände in der Umgebung, also die Wärme wird davon ausgestrahlt und in die Gegenstände in der Umgebung abgegeben. Genau, wenn du mal gerade beschreibst, wenn deine Hand da drauf liegst, wie fühlt sich das an? Jetzt ist der natürlich nicht ganz so warm eingestellt, weil wir den Ofen relativ heiß haben, aber es ist halt angenehm warm, ja. Es ist angenehm warm und das geht auf die Gegenstände über quasi, oder? Genau, das setzt sich dann in dem Holz, in der Innenverkleidung, in dem Holzständerwerk auch fest und speichert sich richtig. Die haben gar nicht so viel Energie, diese Infrarotheizungen. Das heißt, die sind relativ sparsam, oder? Jein. Also die laufen natürlich über den Strom, da muss man sich auch bewusst sein. Deswegen empfehlen wir halt auch immer einen Ofen mit dazu einzubauen. So, und das ist dein absoluter Lieblingspunkt. Er ist hell. Die neuen Häuser haben jetzt noch größere Fenster, hast du gesagt, ja, oder? Die haben noch größere Fenster, genau. Warte, ich zeige dich mal gerade, wie du da schön sitzt. Das ist tatsächlich die Gründerin, Inhaberin dieses tollen Unternehmens. Das heißt nochmal wie Vitalcamp GmbH? Vitalcamp GmbH. Die Vitalcamp GmbH. Bitte nicht verwechseln mit einem Campingplatz, der, glaube ich, in Bayern ist. Ihr seid in Hessen. Das Ganze ist wirklich toll, aber es kommt noch besser. Denn wir haben jetzt gesehen, das Bad haben wir gesehen, wir haben das Wohnzimmer gesehen. Wir haben das Schlafzimmer noch nicht gesehen. Das ist jetzt hier ein Büro, genau. Aber das wäre das Schlafzimmer quasi, oder? Das ist das Schlafzimmer, richtig. Da hat auch ein großes Bett, Doppelbettplatz. Und auch in diesem Raum haben wir natürlich dafür gesorgt, dass man einen Stauraum hat. Ja, ich zeige das mal gerade, denn die meisten Leute sagen immer, ja, ihr habt da keinen Kleiderschrank drin.
das stimmt gar nicht. Hier ist ein großer Schrank drin, aber auch da ruhig melden, wenn jemand sagt, hier, ich brauche mehr Schränke. Wie gehen denn die Leute damit um, wenn die jetzt einen Dachboden voll haben? Ich sag mal, die müssen ja entrümpeln, oder? Also wir motivieren die Menschen natürlich schon, sich dann auch von Dingen zu trennen. Wir bieten aber auch Lösungen. Also man kann zum Beispiel auch ein Gartenhaus im gleichen Stil wie dieses Haus bekommen, wo man einfach noch mal ein paar Sachen auslagern kann. Die habt ihr vor der Tür sogar stehen. Richtig. Genau, dass man ein Gartenhaus ergänzen kann, wo man Holz zum Beispiel lagern kann oder irgendwas anderes. Fahrräder, Skiausrüstung, Kite-Ausrüstung zum Beispiel auch. Also genau. Ich stelle mich mal kurz hier rein. Wenn du mal gerade die Hand nach oben ausstreckst komplett, also sieht man mal gerade mal die Höhe. Wir haben eine lichte Höhe, schätze ich mal, von 3 Metern hier ungefähr. Nicht ganz. Nicht ganz 3 Meter, aber es wirkt unglaublich toll. Und ich setze mich nochmal gerade mal in die Ecke, dass man nochmal gerade den Raum komplett sieht. Hier sitzt dann immer unsere Buchhalterin und hat sich dann hier ausgebreitet. Die das Geld zählt. Genau. Okay. Sehr schön. Wenn ich das kaufe, wie läuft das? Ich unterschreibe, muss ich dann schon was zahlen, eine Anzahlung? Genau, also wir haben verschiedene Zahlungsmodelle, aber in der Regel sind das 65% bei Vertragsunterzeichnung, womit wir dann letztendlich auch die Materialien einkaufen. Kann ich eine Bürgschaft kriegen auf Wunsch, wenn ich sage, okay, ich überweise euch das Geld nicht so ganz blanko? Ja, das geht. Das geht? Ja. Okay, also das ist ganz wichtig, dass die Leute, ich meine, man weiß ja nie, ich meine, du siehst total nett aus mit allem drum und dran, euch gibt es aber schon seit 8 Jahren, habt wirklich ganz viele Häuser verkauft, aber wenn einer wirklich Wert drauf legt, sagt, ich will unbedingt eine Bürgschaft. Klar, absolut. Ich verstehe ja auch den Kunden, wenn er so eine Anzahlung machen muss, dass er sich auch so ein bisschen absichern kann. Ihr seid aber in Deutschland, ihr baut in Deutschland, Büros sind in Deutschland, die Rechnung kommt aus Deutschland. Ja, alles made in Germany. Okay. Wir haben jetzt mittlerweile auch einen holländischen Partner aufgenommen, der auch sehr, sehr gut baut. Das testen wir jetzt auch mittlerweile und sind auch sehr zufrieden, aber das meiste kommt aus Deutschland. So, wenn du mal gerade die Tür mal ein bisschen aufmachst, was ist dahinter? Noch ein Schrank. Ja, wir müssen ja auch irgendwie auch unsere Flyer und alles lagern. Jetzt haben wir gerade die Sarah ausgeschlossen, hast du gesehen? Ich darf mal gerade so einen Flyer sehen, dass wir den mal sehen. Da steht Schweiz, Island, Lappland. Das sind die Namen von den Häusern. Genau. Und das hier ist Grönland, gell? Das hier ist Grönland, genau. Hier Okay. siehst du, wir haben zu jedem Haus eine spezielle Broschüre. Das heißt, wenn der Kunde zu uns kommt, dann kann er sich das mitnehmen. Ne, wenn er zu Hause dann sagt, ich möchte das jetzt meinen Kindern zeigen oder meinen Freunden. Hier siehst du auch die verschiedenen Grundrisse, was man sozusagen von dem Haus alles aussuchen kann. Auch die Außenansichten, das heißt, hier kann der Kunde mit diesem Flyer, kann er auch zum Bauamt selber gehen oder zur Bank. Und was auch ganz wichtig ist, dass wir hier zum Beispiel auch sagen, die Kostenaufstellung, was noch zusätzlich auf den Kunden kommt, wenn er dieses Häuschen erwerbt. Das heißt, wir gehen komplett offensiv mit den Preisen, wir haben nichts zu verstecken, weil das ist das Wichtigste eigentlich, dass der Kunde auch weiß, Keine Mogelpackung. genau, was kommt auf mich zu. Gut. Aber im Vergleich natürlich zu dem klassischen Bau, viele werden jetzt schreiben, ach, da fahre ich in die Türkei, krieg so ein Haus für 20.000 Euro. Sollen sie doch mal machen, sage ich immer. Denn jedem das seine, dann gibt es vielleicht irgendwas ganz anderes. Das hat dann irgendwie kubische Maße. Aber hier geht es ja um das Thema Wohlfühlen. Ich will ja hier wohnen. Genau. Und das hier ist also wirklich auf der Größe, in der Bauweise, mit der Form. Ich finde das sensationell. Und das ist nicht nur Show, das ist echtes Holz, oder? Ja, Ja. das ist echtes Holz. Okay, so, also ihr merkt so ein bisschen, ich bin schockverliebt in die Vital Camp GmbH. Am meisten finde ich natürlich hier diesen Ofen. Auch das Bad, kann ich da Einfluss nehmen auf die Farben so ein bisschen? Ja, das kann alles gewählt werden. Gut. So, und das hier ist ja schon verkauft. Lieferzeit von dem hier? Wenn wir es neu bauen, sind wir so zwischen einem halben Jahr und einem Jahr. Von einem Jahr. Okay, so, ihr habt einen riesen Ran. Trotzdem könnt ihr liefern? Ja. Gut, sehr schön, ist ja auch wichtig. Gut, aber die Baugenehmigung dauert ja auch immer ein bisschen. Dann vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Das hier war Grönland, Vital Camp GmbH. Wir sind in Flensburg. Das Ganze geht es auch nochmal in Hessen. Am besten geht ihr mal auf die Webseite, aber denkt dran, nicht verwechseln mit dem Campingplatz. Das ist mir nämlich passiert. Die haben damit nichts zu tun. Und guckt mal hier, wenn ich mich ganz in die Ecke setze, wie sensationell groß das ist. Tschüss euch beiden. Ciao, ciao.